So, guten Tag. Ich bin Alexis Baskind aus Berlin und bin für Transstimme als sozusagen Klangregisseur tätig. Das heißt, meine Aufgabe ist es, die Elektronik in Zusammenarbeit natürlich mit Fabia zu konzipieren, zu realisieren und während der Auftritte aufzuführen. Also die Idee von Fabia, Elektronik in dieser Oper überhaupt zu nutzen, ergibt sich aus der Erweiterung der Stimme des Hauptcharakters, die sogenannte Transstimme. Und unser Ziel besteht darin, eine künstlerische Repräsentation von dieser Erweiterung der Stimme mit Hilfe der Elektronik zu suggerieren. Was heißt es aber konkret, einen Raum zu schaffen, der mit der Stimme interagiert oder in dem Spuren von dieser Stimme resonieren? Diese Frage müssen wir eigentlich beantworten. Also für diesen Zweck wurden zahlreiche elektroakustische Instrumente konzipiert und realisiert, die aus analogen und digitalen Elementen bestehen. Neben den digitalen Resonanzfiltern und selbst generierten Resonanzen, die wir zusammen konzipiert haben, wird auch unter anderem ein echtes Tamtam verwendet, das hier aber nicht als Schlaginstrument benutzt wird, sondern eher als Resonanzkörper sozusagen. Und alle diese elektroakustischen Instrumenten sind in der Komposition von Fabia miteinander mit Hilfe der Orchestration kombiniert worden. Genauso wie im ersten Akt des Stückes bei den akustischen Instrumenten von dem Kammermusikensemble. Und dann, vor der Proben, kommt sozusagen die letzte Phase dieser Vorproduktion der Elektronik, also die technische Umsetzung der Partitur, sodass die Elektronik während der Auftritte präzise und einwandfrei aufgeführt werden kann. Ja, es bleibt das so spannend. Hola a todos, hola a todos. I like the science fiction genre not only because of the fantasy of it, but also because it puts our scientific paradigm into a sort of mythological level. I'm very interested on the questions that arise after the technological progress of the last times and how this can change our notion of human condition and also the way we relate to the world, even interact or create reality. But most specifically, I'm very interested in the path in between, what can happen in the transition from being human as we know it nowadays and what might be possible in the future. I think there is a lot of space for tragedy and for posing questions in that path in the middle. Transstimme is a story about a tragic discovery of this higher dimension of the body and the mind. It's a sort of a modern fable where we go through a process that goes from disease to healing to enhancement to transcendence, everything under the scope of the voice of the main character, and how this creates change, discovery, and eventually crisis in the very core of a relationship between two people. For me, the voice is a sort of middle point between the body and the mind, and in a way, any form of singing is a sort of extraordinary state of the voice itself. I imagine that we wouldn't only have an instrumental accompaniment to the voice as a way to introduce the drama, but later we would also include the electronics as a way to depict this extension that she suffers for her vocal capacities. An extension that goes up to a point where the voice is merely a trigger of much more complex processes, of much more strange sound behaviors. I imagine that this new voice could even create spaces, create resonances, and even create sound processes that go beyond our hearing range. To put it in other terms, we follow the transformation of the whole story as the transformation of sound and the transformation of the concept of sound process itself as the drama evolves. Also heute ist der 3.5., heute habe ich frei und bin in Wien. Das war jetzt nicht so geplant, eigentlich wäre ich in Braunschweig und hätte aber dafür auch am 4.5. hier frei, weil Montag ist ja in Braunschweig immer frei. Dafür hätten wir am 5.5. tatsächlich 18 Uhr, ich denke es wäre eigentlich 19 Uhr gewesen oder so, hätten wir GHP gehabt. Am 5.5. habe ich auch Geburtstag. Also das wäre doppelt interessant gewesen. Am 17.05. Dann Hauptprobe in Braunschweig.
Dann würden wir verladen und transportieren. Da wäre ich wahrscheinlich mehr im Zug unterwegs nach München. Und am 11.05. Da müsste ich wieder arbeiten. Das wäre technische Einrichtung in München. Da mache ich auch Bühnenbild, deswegen müsste ich dann schon da sein. Am 12.05. wäre dann die erste Probe in München gewesen. BO Hauptprobe gewesen, Generalprobe gewesen am 15.05. Am 16.05. dann schließlich die Premiere in München. Uhrzeit steht hier nicht, aber ich gehe mal davon aus, es wäre dann um 19.30 Uhr oder um 20 Uhr gewesen. Weiter ginge das dann am 17., 19. und 20.05. mit weiteren Vorstellungen. Danach würde das Festival dann noch weitergehen, aber wir würden dann nicht mehr spielen, sondern wir würden dann irgendwann wieder nach Braunschweig fahren. Also ich fahre dann nach Wien zurück, wo ich wohne. Und am 30.05. würde dann die Premiere auch in Braunschweig stattfinden. Vorstellungen am 4., 6., 16., 17. und 21.06. Das war der Stand vom 15. Januar 2020. Änderungen vorbehalten. Die Änderungen werden auch stattfinden. Bravo, ich bin Jelena Bankovic, ich bin Sopranistin am Staatstheater Braunschweig.